Hat mich sehr gefreut, der Song. Der hatte definitiv keine Berührungsängste mit perfekten Frauen. Und, willst du ihn in Shanghai besuchen? Ja klar, ich kann es kaum erwarten. Natalie. Ja? Ich glaube, ich habe vorhin auch so überreagiert, weil ich manchmal ein bisschen neidisch auf dich bin. Wieso das denn? Weil du jemanden hast. Du meinst Ansgar? Das ist aber ziemlich dämlich. Besonders, wenn man Ansgar so gut kennt wie du. Ansgar hat bei dir tatsächlich mehr Glück als Verstand. Aber ihr seid doch noch glücklich, oder? Wenn ich ihn ganz für mich hätte? Ohne Tanja? Ach, die beiden können einfach nicht von ihrem Privatkrieg lassen. Und bei diesem ganzen Theater auf Königsbrunn habe ich gar nicht gemerkt, wie einsam du dich fühlst. Naja, einsam. Da habe ich ein bisschen übertrieben. Weißt du was, Carla? Wir sollten uns viel öfter streiten. Wir hatten schon lange kein so offenes Gespräch mehr. Nein, weißt du was? Wir sollten viel öfter mal einen Frauentag einlegen. Hemmungslos quatschen, lästern. Und essen. Mir hängt der Magen bis zu den Knien. Warum sagst du es nicht gleich? Los! Danke. Es ist doch ein Witz, dass eine Frau wie du unfreiwillig Single ist. Es ist gar nicht so einfach, als alleinerziehende Mutter jemanden kennenzulernen. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal in einem Club war. Wer sagt denn, dass man nur in Clubs flirten kann? Ja, weil da die Sache wenigstens klar ist. Und es kommt nicht wieder zu Missverständnissen. Ja, wie neulich zum Beispiel. Ich hatte geschäftlich mit einer Frau zu tun, die fand ich ganz interessant. Und Elisabeth hatte mir auch noch zugeredet. Ja, so weit, so gut und dann? Ja, sie war hetero. Verstehe. Aber die Frau da drüben ist garantiert nicht hetero. Die in der blauen Jacke, die guckt schon die ganze Zeit zu dir rüber. Nicht so auffällig, Carla. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich mir 2 Löcher in die Zeitung bohren oder wie stellt sie es vor? Jetzt guck halt noch mal hin. Ja, und? Die sieht doch total gut aus. Ja, und? Sie hat dich angelächelt. Es hat noch lange nichts zu sagen. Nur weil sich unsere Blicke getroffen haben. Eben, weil sie rübergesehen hat. Nicht jede Frau, die zu mir rüber sieht, will auch was von mir. Vielleicht denkt sie sich auch, schicker Mantel, den hätte ich auch gern. Quatsch. Die ist definitiv interessiert. Du bist total traumatisiert. Was? Du bist noch eine schlimmere Kupplerin als Elisabeth. Jetzt lass uns das Thema wechseln. Nein, das werden wir nicht. Ganz im Gegenteil. Natalie? Entschuldigen Sie die Störung. Sie stören ganz und gar nicht. Du bist also Übersetzerin. Das ist bestimmt spannend. Naja, es geht so. Also ich mag meinen Beruf. Aber das große Los in Sachen Spannung hat Carla gezogen. Sie leitet ein Auktionshaus. Sicher stressig. Wie viele Sprachen sprichst du denn? Die romanischen Sprachen und Englisch natürlich, aber beruflich habe ich mich auf Spanisch konzentriert. Dann bist du bestimmt oft in Spanien. Ich habe demnächst einen Termin in Madrid. Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben? Carla, du kennst doch Madrid wie deine Westentasche. Hast du mir nicht neulich erst von diesem wunderschönen Hotel erzählt? Du meinst das Dos Santos? Ich wohne privat, danke. Wenn du immer in Düsseldorf bist, dann hast du vielleicht mal Zeit, was zu unternehmen. Klar, wir können doch mal zu dritt auf die Piste gehen. Klar, wird bestimmt lustig. Super. Also nach meiner Scheidung hatte ich mir sowieso vorgenommen, endlich mal wieder unter Leute zu gehen. Vielleicht treffe ich ja doch irgendwann mal wieder einen richtig netten Typen. Obwohl, so langsam habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass Männer und Frauen kompatibel sind. Manchmal beneide ich dich wirklich, Carla. Beziehungen zu Frauen sind doch viel entspannter, oder? Das überschätzt du. Stimmt auch wieder, sonst wärst du ja kein Single. Sollen wir noch was trinken? Ich muss los, ich habe leider einen Termin. Ruf mich doch mal an, wenn ihr nach einem männerfreien Abend ist. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Tschüss. Tschüss. Na, haben wir uns ein bisschen überschätzt? Wieso? Ich hatte doch völlig recht. Sie ist definitiv lesbisch.
Bist du sicher, dass du die nicht behalten willst? Falls du doch mal die Nase voll hast von Männern. Ganz besonders von Ansgar. Für den Fall habe ich ganz andere Pläne. Oder würdest du mich etwa abblitzen lassen? Oh, Nathan. Jetzt mal im Ernst, Carla. Wenn du dich wirklich so nach einer neuen Frau in deinem Leben sehnst, wieso gehst du denn nicht mal unter Leute? Wie gesagt, Sophia macht die Sache da schon komplizierter. Ach Quatsch, du kannst mir doch nicht erzählen, dass sich irgendwer von der kleinen, süßen Sophia abgeschreckt fühlen könnte. Das nicht, aber du kriegst schon andere Reaktionen, wenn du erzählst, dass du ein Kind hast. Sicher. Wann hast du das denn überhaupt zum letzten Mal probiert? Ja, siehst du, das sind nur deine Befürchtungen. Du musst endlich mal wieder weggehen. Ich passe auch gerne auf Sophia auf. Aber das ist es doch nicht. Ich habe doch ein Kindermädchen. Und wieso bleibst du dann immer zu Hause? Ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses ganze Clubbing. Ist doch immer wieder dasselbe. Du gehst in den Club, flirtest, lernst jemanden kennen, dann hast du einen One-Night-Stand oder eine Affäre. Schon ist alles vorbei. Und das ist nicht das, was mir fehlt. Und wie wär's mit dem Internet? Es gibt doch bestimmt massenhaft Foren für lesbische Frauen. Selbst wenn. Jemanden im Internet kennenlernen. Unromantischer geht's ja wohl nicht. Nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ihre 33 Redakteurin sucht eine humorvolle, intelligente Frau für gemeinsame Stunden. Was mache ich hier eigentlich? Du hast echt einen Knall. Gregor, ich sag ja gar nichts, wenn man mal ein bisschen Geld für was Unvernünftiges ausgibt. Aber 80.000 Euro für einen Schrottreifen-Heli inklusive einer Hypothek auf No Limits, das ist krank. Niemand verlangt, dass du das verstehst. Ach nein? Was ist denn, wenn du den Kredit nicht zurückzahlen kannst? Ne? Werde ich schon irgendwie. Gregor, was ist, wenn unten die Zapfanlage kaputt geht? Oder wir hier einen neuen Dachstuhl brauchen? Dann brauchst du das Geld, was du jetzt zum Fenster rauswirfst, ganz dringend. Was regst du dich eigentlich so auf? Weil du vielleicht auch meine Existenz gefährdest, wenn du unten aus irgendeiner Laune das No Limits kaputt machst? Es geht hier nicht um irgendeine Laune. Ich habe einen Traum, diesen Hubschrauber wieder zum Fliegen zu bringen. Ah. Und was machst du, wenn Hubertus das Ding nicht verkauft? Auch nicht für 80.000 Euro? Wenn ich dem Langstedt mit den Scheinen unter der Nase wedle, dann wird der schwach werden. Glaub mir. Genau das befürchte ich ja. Ich brauche keinen Vormund, der mir sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ja, dann benimm dich auch nicht wie ein kleines Kind, was für irgendeine neue Konsole sein Sparschwein schlachtet. Um was geht's? Mein werter Herr Bruder meint, er müsste sich jetzt um meine Finanzen kümmern. Wenn ich Glück habe, bekomme ich noch ein bisschen Taschengeld. Das wäre wahrscheinlich für alle das Beste. Gregor will für 80.000 Euro einen Schrottreifen-Helikopter kaufen. Was? Hast du so viel Geld? Nein, deswegen nimmt er ja einen Kredit auf. Bei dir hakt's doch. Hallo? Du begreifst nicht, worum es geht, oder? Doch, um einen schrottigen Helikopter. Nein, um einen Traum, den ich schon viel zu lange aus den Augen verloren habe. Und der darf eben mal was kosten. Ein Helikopter? Nein, ein Helikopter, der eine Legende ist. Eine Rarität, eine 47er. Auch wenn die nur Schrott ist. Ja, sie muss ja noch nicht mal funktionieren, denn Gregor darf nicht mehr fliegen. Ihr werdet es einfach nicht verstehen. Es ist hoffnungslos. Wo willst du hin? Zur Bank, wohin denn sonst? Also ich würde mir ein geiles Loft einrichten. Super schick. Am besten eine alte Fabrikhalle mit riesen Fenstern und so einem Laufgitter auf halber Höhe. Ich will deine Illusion ja nicht zerstören, aber da brauchst du mindestens das Doppelte davon. Aber für eine Weltreise wird's reichen. Ein halbes Jahr von Kontinent zu Kontinent. Europa, Asien, Afrika.
Na, wahrscheinlich würde ich einfach nur Konstantin besuchen. Hast du keine Angst, mit so viel Geld rumzulaufen? Nein, wieso? Ich habe doch meinen unglaublichen Bodyguard. Der passt schon auf mich auf. Worauf du dich verlassen kannst. Ja, sehr schön. Können wir mal langsam los? Ich würde den Deal ganz gerne noch im Hellen über die Bühne bringen. Viel Glück. Danke. Stellt mal den Sekt kalt. Zahlen bitte. Also wichtig ist, dass der Rotorkopf noch intakt ist. Und dass um Himmels Willen nicht die Taumelscheibe angerostet ist. Weil die sind echt selten geworden. Obwohl, in den USA gibt es noch so ein paar alte 47er. Da könnte ich noch... Ey, was ist eigentlich los mit dir? Ich weiß auch nicht. Du vermittelst einem mit deiner ruhigen und souveränen Art so ein Gefühl von Sicherheit. Kannst du jetzt mal ruhig sein? Ich glaube, ich habe was gehört. Was denn? Ein Knacken. Also ich höre nur einen Zug. Psst. Ah! Bist du bescheuert? Hier ist keiner außer uns, Mann. Ja, und? Wo ist dein Antiquitätenhändler, ha? Ja, Gregor, sehr witzig. Ich lache mich gar nicht. Nein. Ich glaube, da verfolgt uns wirklich jemand. Was machst du hier und warum verfolgst du uns vermummt wie ein Beduine? Ich lege eben Wert auf einen richtigen Auftritt. Außerdem konnte ich mir nicht verkneifen, euch ein wenig hochzunehmen. Weil ihr zwei Helden schon so unvorsichtig seid, mit einer Tasche voll Bargeld durch die Gegend zu laufen. Oh, Er hat sich nicht verändert, unser Cousinchen. In all den Jahren nicht immer noch diesen Hang zum Spektakulären, ne? Ich habe mir fast in die Hose gemacht. früher hattest du auch immer Angst, dich alleine zu verstecken. Alter Schisser. Da war ich 5. Ja, hat sich ja nicht viel verändert, ne? Sehr witzig. Früher war auch schnell eingeschnappt. Ja. Schluss mit den Geschichten, die eh keinen interessieren. Wie geht's in deiner Familie, ha? Gut. Sie sind nach wie vor in Dänemark. Mama ist immer noch mit dem Hotel beschäftigt. Sven arbeitet. Nice. Und Sonja beendet gerade ihr Studium. Und du? Und ich war fast überall auf der Welt. Vor einem Jahr bin ich dann mit Freunden aufs Land gezogen. Und jetzt bin ich hier. Ist nicht zu übersehen. Aber sag mal, Jungs, was treibt ihr mit so viel Geld hier mitten in der Pampa? Das ist eine lange Geschichte. Egal. Hab gerade nichts Besseres vor. Weißt du noch, wie ich deinen Modellhubschrauber abgeschossen habe? Ja. Der bis dato grausamste Tag meines Lebens. Was? Du warst das? Mit einer Zwille. Zack. Ein Volltreffer. Und du lebst noch? Weil wir rechtzeitig nach Dänemark ausgewandert sind. Aber wenn ich jetzt überlege, dass du das Teil da kaufen willst? Ja, wenn ich nicht wüsste, wie scharf er auf das Ding ist, dann würde ich ihn auch für komplett verrückt halten. Das Ding ist der absolute Schrotthaufen. Ich krieg sie wieder flott. Mehr als eine Zwille werde ich dafür auch nicht brauchen. Ja, und dann schieße ich dich bis nach Grönland, Fräulein. Du hast recht, der spinnt komplett. Das habe ich gehört. Das war ja auch Sinn der Sache. Wie lange willst du eigentlich bleiben? 3 Tage, 3 Jahre. Mal sehen. So genau wollten wir das gar nicht wissen. Ich habe mich hier in einem Krankenhaus beworben. Als Krankenschwester? Als Ärztin? Weder noch. Hallo! Ich hoffe, ich störe nicht. Herr Langstedt. Nein, im Gegenteil. Zu Ihnen wollte ich ja. €80.000. Haben Sie jetzt eine Ahnung davon, was mir Ihre Bella bedeutet? Das ist eine Menge Geld für einen flugunfähigen Helikopter.
Aber er kann wieder fliegen. Sie müssen nur das Geld nehmen und mir den Heli überlassen. Hätte nicht gedacht, dass mir das mal passiert. Aber ehrlich gesagt, was soll ich mit dem Geld? Ich habe keine Verwendung dafür. Sieht nicht gut aus. Ja, er ist halt genauso stur wie Sie Gregor. könnten Ne? sich eine schöne Zeit machen. Sie könnten zum Beispiel Ihren Lebensabend genießen. Den genieße ich schon seit Jahren. Und das viele Geld, das würde mich viel zu sehr aufregen. Aber Geld kann ja auch sowas Beruhigendes haben, oder? Ich meine, mit 80.000 Euro, da haben Sie keine Sorgen mehr. Wissen Sie, die Wahrheit ist, dieser Helikopter ist für mich unbezahlbar. Mit keinem Geld der Welt. Ich kann mich nicht von meiner Bella trennen. Nicht nach all dem, was wir zusammen durchgemacht haben. Aber Herr Langenstedt, Ich weiß, was Sie meinen. Manche Dinge sind nicht verkäuflich, weil sie Erinnerungen wachhalten. Und wer vergisst schon gerne? Schön gesagt. Tja, dann tut mir leid, Herr Mann. schönen Dank auch. Verdient hast du ihn nicht. Mit deiner Aktion vorhin bei Hubertus hast du mir voll die Tour versaut. Die hast du dir selbst versaut. Wie kann man nur so einfallslos sein und einem Mann wie ihm mit Geld kommen? Danke, Stella. Jetzt bin ich auch klüger. Kriege ich jetzt den Schlüssel oder muss ich mir woanders ein Zimmer nehmen? Also, ich find's schön, dass du da bist. Und wo die Sache mit dem Helikopter jetzt endlich gegessen ist, kannst du uns erst mal erzählen, was du in den letzten 10 Jahren so gemacht hast. Nichts Besonderes. Studiert Ökotrophologie. Öko und was? dann Ach, weißt du noch, unsere Stella früher mit ihren Aufklebern? Erst wenn der letzte Baum gerodet ist, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Peace, Leute. Ja. Siehst du denn jetzt wenigstens die Beine oder ist das immer noch gegen deine Überzeugung? klärst du ihn auf oder soll ich? Ja, das Öko in Ökotrophologie steht nicht für Umweltschutz. Aha, sondern? Ökotrophologie, zu Deutsch. Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Ja. Woher soll ich das denn wissen? Ja, woher? Ich habe mich spezialisiert auf Hauswirtschafts- und Personalmanagement. Und bis vor einem Jahr habe ich in verschiedenen Top-Hotels gearbeitet. Aha. Und warum bewirbst du dich dann jetzt im Krankenhaus? Aus meinem letzten Job bin ich rausgeflogen. Ach, warum das denn? Weil mein Boss ein blöder, ungerechter Großkotz war. Und ich ihn vor der gesamten Belegschaft dezent darauf hingewiesen habe. Diplomatie war eben noch nie deine Stärke. Wärst du diplomatischer gewesen, hätte ich jetzt meinen Hubschrauber. Aber gut. Guten Morgen. Was willst du hier? Frühstück. Ich krieg nichts runter um die Uhrzeit. Na, dann trink erst mal einen Kaffee. Den trinke ich auch am liebsten alleine. Bunkerst du das Geld in deiner Wohnung? Wenn man Menschen erreichen will, dann muss man offen zu ihnen sein. Hey, was habe ich getan, dass du mich um die Uhrzeit heimsuchst, ha? Christian hat mir erzählt, was so alles passiert ist in den letzten Jahren. Das ist ja fantastisch. Hat das irgendwas mit Langenstedt und seinem Heli zu tun? Wenn dir wirklich was an dem Helikopter liegt, dann sag ihm endlich, warum. Das habe ich schon 1000-mal gemacht. Du hast ihm alles Mögliche erzählt, aber nicht die Wahrheit. Noch jemand ohne Fasch? Herr Langenstedt. Morgen? Kommen Sie rein. So, nun mal raus mit der Sprache. Warum wollen Sie unbedingt meine Bella? Ich wollte eigentlich schon als kleiner Wurm fliegen können. Hab mir dann im Kindergarten Flügel aus Pappe gebaut. Bin dann vom Klettergerüst gesprungen und, naja, immer auf der Nase gelandet. Aber irgendwann konnte ich mir meinen Lebenstraum erfüllen und hab tatsächlich fliegen gelernt. Sie wissen ja, wie das ist, wenn man in der Luft schwebt und das Rotorgeräusch über einem dröhnt. Tja. Das ist das pure, das wahre Glück. Amen. Das muss wahre Liebe sein. Bella soll Ihnen gehören. Machen Sie Witze?
Witze? Ihre Geschichte hat mich überzeugt. Ich habe meiner Frau damals über den Wolken in der Bella den Heiratsantrag gemacht. Sie war meine einzige große Liebe. Wir sind fast, möchte ich sagen, glücklich schwebend durchs Leben gegangen, bis sie vor einigen Jahren an Krebs gestorben ist. Jetzt kann ich verstehen, warum Sie so sehr an Ihrer Bella hängen. Das will ich hoffen. Aber Sie sollten nun endlich Ja sagen, bevor ich es mir noch mal anders überlege. Gregor, aufwachen. Ja. Naja, ja. Ja? Ja. Ja. Hier, dann. Ja, was soll ich damit? Von Verkaufen war nicht die Rede. Der Helikopter passt zu Ihnen, das ist mir jetzt klar geworden. Ja, aber Sie müssen doch das Geld nehmen. Ja, doch, ich nehme es auch. Um es zu spenden an eine Stiftung für Krebskranke. Sie wissen doch, Erinnerungen kann man nicht kaufen. Man kann sie nur verschenken.